ist nun also offiziell. Mario Vogt ist der neue Ministerpräsident von Thüringen. Er löst damit nach 10 Jahren Bodo Ramelow von der Linkspartei ab. Der CDU-Politiker Vogt wurde direkt im ersten Wahlgang gewählt, auch wohl mit Stimmen der Linkspartei. Seine neu gegründete Koalition aus CDU, dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD hat keine absolute Mehrheit im Thüringer Landtag. Die Linke hatte bereits vor der Wahl Stimmen für Vogt angekündigt. Und damit schauen wir noch mal in den Erfurter Landtag zu Lutz Storndl. Lutz, also man konnte sie richtig sehen, fand ich. Die Erleichterung bei Mario Vogt, dass das Ganze direkt im ersten Wahlgang mit einer ordentlichen Mehrheit dann auch über die Bühne gehen konnte. Ist dann aber trotzdem alles entspannt für ihn in der Regierung? Denn auch in diesem Fall der Wahl zu seinem Ministerpräsidentenposten war er ja abhängig auf die Zustimmung der Linkspartei. Ja, entspannt ist er vermutlich heute, weil er nun erstmal die Wahl durchbekommen hat. Es wird schwieriger, was das Arbeiten betrifft in der Regierung, denn es fehlt eine parlamentarische Mehrheit und man muss sich immer für jede Gesetzesvorlage wieder neue Stimmen holen und dabei kommen im Prinzip nur die Linken in Frage, mit denen er eigentlich aufgrund des Ausschlussbeschlusses der CDU-Parteiführung gar nicht zusammenarbeiten darf. Ja, und dann ist das Wahlergebnis, wenn man sich es genauer anguckt, durchaus so. Also er ist ja gestern zu den Linken gegangen in die Fraktion. Er hat mit ihnen geredet, er hat Zusagen gemacht, er hat unterschrieben ein Papier, in dem man also Fixpunkte für einen parlamentarischen Austausch fixiert hat. Und man hat gesagt, also die Linke haben gesagt, wir stimmen für sie, wenn klar ist, es wird nie eine Zusammenarbeit inhaltlich mit der AfD geben. Wenn man sich die Stimmen aber komplett anguckt, muss man sagen, es waren nicht die kompletten Linken, die für ihn gestimmt hat, oder es gab aus dem BSW oder einer anderen Partei, wir haben es mit einer Geheimwahl zu tun, Gegenstimmen. Also wenn die Linken und seine Koalition komplett für ihn gestimmt hätten, hätte man eigentlich bei 56 Stimmen landen müssen. Lutz, nun ist es ja aber so, dass wir trotzdem ja schon auch diese Brombeer-Koalition ja eine sehr unterschiedliche ist. Wenn man jetzt die einzelnen Partner anguckt, die da jetzt harmonisch zusammenarbeiten sollen, wie stabil kann und wird das Ganze denn laufen? Wenn man sich das BSW anschaut, dann muss man wirklich sagen, Katja Wolf will regieren, sie will gestalten. Und deswegen hat sie diese Koalition auch gegen die Widerstände von Sarah Wagenknecht hier in Thüringen durchgesetzt. Also die ist reingegangen, hat gesagt, ich mache das Ganze überhaupt nur, damit die AfD hier in Thüringen nicht die Rolle spielt, die die AfD gerne spielen würde, und hat sich deshalb wirklich reingekniet. Sie ist immer mit einem Lächeln in die Verhandlungen gegangen und man hatte schon tatsächlich das Gefühl, dass die alle drei sich zusammengerissen haben. Man ist aufeinander zugekommen, man hat sich jetzt geeinigt, Bildung soll der Schwerpunkt in der ganzen Politik sein. Man führt einen verpflichtenden Sprachtest ein, bevor Schüler überhaupt in die Schule, in die Grundschule dürfen. Da will man ran, man will Integration neu bewerten, das sind wichtige Punkte. Man will Sicherheit stärken. Also es werden Polizisten, es werden aber auch Lehrer eingestellt. Und da ist man sich erstmal einig, wie das Ganze weitergeht, wenn plötzlich klar ist, das Geld reicht für die Vorhaben nicht. Da muss man sehen. Also alleine reicht es nicht. Eine Stimme wird man immer haben. Bodo Ramelow hatte ja mehr oder minder scherzhaft gesagt, die können Sie von mir immer haben, aber der will jetzt in den Bundestag. Also man muss abwarten. Wir stehen wirklich am ersten Punkt. Der Ministerpräsident ist gewählt. Morgen werden die Minister vereidigt. Und dann muss man schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Im Moment schaut es wirklich so aus, als wenn es wenig Konflikte innerhalb der Brombeer-Koalition gibt, sondern dass man eben wirklich gemeinsam jetzt sehen will oder auch beweisen will, dass man das Ganze mit Erfolg zu Ende führen kann. Ja, und die Zusammenarbeit mit der Linken ist auch schriftlich fixiert. Lutz, danke dir für die Eindrücke. Bitte.